der nächste Morgen, beziehungsweise Vormittag. Die Nacht war leider nicht so schön. Ich war dann hier was essen und als es kam, das Fett war irgendwie alt, habe ich schon geschmeckt. Und auch das Fleisch, das war auch so ein Fett, so mit Fett weiß ich nicht, so ein Fettrand drauf. Aber ich dachte erst, es wäre roh. Aber es war so, das konnte man so abstreichen mit der Gabel, das Fett. Und ich habe dann das Fleisch gegessen und die Pommes liegen lassen und da ging es mir schon schlecht. Und heute Nacht, ja, habe ich dann so die halbe Nacht auf dem Klo verbracht. Und jetzt fühle ich mich auch so, also klein bisschen den Magen verdorben. Gott sei Dank nicht allzu schlimm. Und heute Morgen, ich war dann bis 10, habe dann bis 10 geschlafen. Und dann hat der Typ angerufen vom Hotel, ja um 10 ist Checkout. Das hab ich noch gar nicht erlebt, normalerweise ist es denen wurscht. Aber dann habe ich hin und her überlegt, bleibst du noch eine Nacht? Das Hotelzimmer war eigentlich gut, aber hier in dem Kaff kannst du halt auch nichts machen. Und dann habe ich noch den Wetterbericht geschaut. Heute ist eigentlich Top-Wetter, es ist super Tauwetter und die Sonne scheint, also besser wird's nicht. Ja? Und es ist irgendwie 6 Grad oder so. Und es taut halt alles weg, was ein gutes Zeichen ist, glaube ich. Klar, in den Bergen kann es wieder anders sein, aber besser wird's dann nicht. Denn morgen soll dann wieder irgendwelche patagonischer Sturm sein. Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich jetzt all mein Zeug zusammengerafft und hatte mir gestern beim Kiosk Gott sei Dank so Müsli-Riegel geholt. Da habe ich jetzt einen gegessen und jetzt bin ich hier in so einem Café. Da werde ich noch mal eine Kleinigkeit essen, mal versuchen, einen Kaffee zu trinken. Und dann fahre ich weiter Richtung Norden. So ist die Situation heute. So, ich habe jetzt getankt und ihr seht's, es liegt zwar Schnee, aber es ist halt brutal nass. Und manchmal ist es wirklich knöcheltief. Am Bahnübergang war es so. Ist halt auch super dreckig. Man muss immer schön Abstand halten zu den Autos. Ja, ich habe jetzt mal Mendoza eingestellt. Klar, ich werde es heute auf keinen Fall schaffen nach Mendoza. Das sind 900 Kilometer. Aber gestern habe ich ja noch erzählt, ich möchte einen kleinen Schlenker machen und noch was anschauen. Ich habe entschlossen, nach dem Tag gestern wieder, morgen wieder schlechtes Wetter, dann soll es die nächsten Tage regnen, mit dem, weiß ich nicht, dann vereist und so, mir reicht das. Ich möchte nur noch weg hier. Die Kälte ist ätzend, der Wind ist genauso ätzend und der Schnee oder das Eis ist auch ätzend. Sieht schön aus, aber auf der Straße nervt's. Habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. So, jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen, ein paar Stunden hoch und mal sehen, ob ich heute aus dem Schnee rauskomme. Ja, Schnee ist weg, so gut wie. Also, die ganzen Felder waren gestern dicht mit Schnee. Ricardo Musik aus. Also ich muss sagen, heute macht es richtig Bock. Also es ist warm, es ist trocken, die Landschaft ist überragend, es ist mal mehr Schnee, mal weniger Schnee, da hinten die Anden total bis runter Schnee. Super schön, die Sonne scheint, es ist fantastisch. Ich bin jetzt 60 Kilometer gefahren, hier kommt jetzt eine Tankstelle. Ich glaube, ich riskiere das mal und fahre bis zum nächsten.
Ah, es war eine gute Idee, heute loszufahren, auch wenn ich jetzt nicht so super fit bin oder fit war. Mein Magen macht auch so ein bisschen Geschichten noch, aber ja, es geht schon. Jetzt bin ich in der letzten Provinz Patagoniens angekommen. Neuquén, würde ich sagen, spricht uns aus. Ihr erinnert euch an mein Vulkanvideo aus Chile vielleicht. Und jetzt bin ich wieder so weit nördlich, dass ich hier auch wieder in Vulkangegend bin. Da sieht man es. Hier ist auch nochmal Ruta 40. Kann ich mal ein Foto machen. Why not? So, hier ist eine Polizeikontrolle. Das heißt, es wird ein Ort kommen, wenn ich auch mal vor auf eine Tanke. Weiß nicht, was der will. Bin ich zum ersten Mal kontrolliert. Hola. ¿Cómo estamos? Ah? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿De dónde es? De Alemania. Ah, Alemania. Sí. ¿Tendrá el pasaporte? Pasaporte. ¿Oh? No está frío. Frío, pero acá está súper bien. Más sur. Mucho frío. Pero hoy disfruta. ¿Es okay? Muchas gracias. Ciao. So, zum ersten Mal in Südamerika kontrolliert worden. Ich bin jetzt hier in dem Ort. Hier ist so ziemlich alles geschlossen. Aber Tankstelle war ein Pfeil hier irgendwie lang. So, seht ihr das? Die Leute haben Übergangsklamotten, sagt man in Deutschland, an. Das heißt keine Winterklamotten. Ich sehe natürlich jetzt aus wie ein Michelin-Männchen, aber es ist brutal warm hier. Also es ist wirklich, man könnte im Pullover rumlaufen. Habe ich es geschafft? Bin ich im gelobten Land angekommen. Der Wind ist halt schon viel, aber hier in der Stadt merkt man es nicht. Ah, es ist ein Traum. Ich kann gar nicht sagen, wie geil es ist. Es ist so warm. Es ist viel zu warm. Ich muss losfahren. Das ist unglaublich. Schau mal hier. 18 Grad. Und ich habe 3 Hosen an, 3 Pullover. Ich habe jetzt mal die Unterziehhandschuhe, die eh keine Finger haben, mal ausgezogen und habe die von diesem Buff, von diesem Kopfding, Kopftuch, das habe ich jetzt mal auch unter dem Helm weggemacht. Klar, wenn der Wind dann kommt und so, ist es anders. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ist hier grün, rot? Nee, das ist auch falsch irgendwie. Geht da lang. Oh ja, nicht. Das ist hier falsch, aber ich fahre hier einfach lang. Das ist ein bisschen scheißegal. Ja, jetzt kommt das Problem. Dann habe ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben, wohin ich diese ganzen Winterklamotten, die ich mittlerweile habe, tue, wenn es wärmer ist. Naja, es wird sich schon irgendwie eine Lösung ergeben. Man kriegt ja dann doch immer noch die Sachen rein. Ich habe ja auch noch den Liter Öl, obwohl alles voll war, den habe ich auch noch irgendwie reingekriegt. Und wenn ich jetzt dann noch mal eine Flasche Cola habe und das geht dann auch immer, alles irgendwie geht es dann rein. Und noch ein Aspekt, ich bin ganz aus dem Häuschen. Die GoPros, die funktionieren jetzt einfach. Anmachen geht und es ist auch nicht der Akku sofort leer. Ich habe immer noch den ersten Akku drin, obwohl ich schon über 200 Kilometer gefahren bin.
Es ist alles wieder etwas im normaleren Bereich. Vielleicht war ich ein bisschen zu euphorisch. Es ist jetzt auch wieder 13 Grad und mein 13 Grad ist einfach auch super gut, aber hier Schnee überall. Also der Wind macht es schon auch kalt, aber es ist trotzdem alles tausendmal besser als vorher. Und was ich noch sagen wollte mit dem Wind, es ist einfach super praktisch, diese Zugbänder hier zu haben oder auch dieses Packnetz, was ich hinten drauf habe, das schon ziemlich zerrissen ist. Da kann man immer die Handschuhe hin tun oder andere Sachen, weil sonst fliegt es weg. Also der Wind ist so stark, das kann man immer schlecht sehen. Der Wind ist so stark, wenn ich den Helm, ich habe eben die Batterie von der GoPro gewechselt, wenn ich den Helm hier einfach so hinstelle und nicht festhalte, fliegt er weg. Es sind manchmal so Eisplatten auf der Straße, da muss man dann gucken in den Schattenbereichen. Aber ansonsten kann man echt mal wirklich mal wieder ein bisschen Schräglage fahren. Hat mir ja nicht getraut sonst. Bei der Kälte, ich habe ja hier mit den Reifentemperatur. Hinten hat er dann immer noch so, was weiß ich, zwischen 0 und 6 Grad gehabt. Da ist wieder der Mann mit dem Boot. Aber vorne hat er gar keine Reifentemperatur immer erzeugen können mehr. Und jetzt habe ich vorne 11, hinten 13 Grad. Und ich hatte ja gerade eine Pause gemacht, also das wird noch besser. Und dann hat man auch mehr Grip. Ich will ja auch mal ein bisschen wieder den Außenbereich der Reifen abfahren. Weil der Innenbereich ist schon genug abgefahren. So, die haben jetzt gewunken. Wir haben einen zerstörten Reifen. Ah. 20 Minuten habe ich den Reifen gewechselt. Und witzig, fühle ich mich jetzt groß. Aber gut, am Auto habe ich schon öfters mal einen Reifen gewechselt. Frage ich hier mal.
So, das läuft fantastisch. 21 € inklusive Frühstück. Ist okay. Ja, ist jetzt nicht so billig, aber ist okay. Und es ist ja nur witzig, es gibt überhaupt keine Touristen. Hier hat sie auch gesagt, es sind keine Touristen da. Und trotzdem haben die immer offen. Die warten dann vielleicht, dass so ein Hanselweg vorbeikommt. Und ja, ich habe hier die Backdoor zu meinem Parkplatz. Und es ist auch wieder so ein Dorf, hier passiert gar nichts. Kann ich den ganzen Kram drauf lassen. Mache ich ja eh oft. Aber hier kann ich jetzt auch mal meine Kette ein bisschen spannen, weil die ist schon, man hört es auch immer, die ist jetzt schon ein bisschen spannen wäre schön, nicht schlecht. Schaut euch an, was der patagonische Wind mit meiner Faltgarage gemacht hat. Hier unten ist so ein Clip, da kann man das zusammenklippen. Das hängt noch an einem seidenen Faden, das muss ich jetzt mal annähen. Ich gebe zu, schön ist es nicht geworden, aber es geht darum, dass es wieder hält. Wie es aussieht, ist völlig egal. Und ja, so ein Nähset ist auf jeden Fall was man beim Langzeitreisen dabei haben sollte. Meistens muss ich das auch nicht selber nähen, sondern ich finde jemanden, der mir schnell Sachen näht. Auf dieser Reise war es die Sarah, die mir schon Hosen genäht hat und Shirts und so weiter. Ab und zu muss ich auch mal selber nähen. Guten Morgen. Ich wollte mich jetzt gerade auf den Weg machen und die letzten Taschen draufschnallen und dabei habe ich festgestellt, dass mein Olivenöl ausgelaufen ist. Ich zeige das mal. Es ist in einer Glasflasche, die verschlossen ist und noch in Plastik. Ist komplett leer. Aber die Glasflasche ist weiter zu. Okay, das Ding ist, ja, ich muss jetzt ein paar Sachen. Mein Schlafsack hat das meiste aufgesogen. Der ist Gott sei Dank in so einer Hülle drin. Ich weiß nicht genau, ich packe den jetzt nicht ganz aus. Ich wische das jetzt grob ab, wische die Tasche aus und die Sachen, die feucht sind, das hier schmeiße ich weg. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ja, ich hatte das Olivenöl eigentlich immer so drin, dass es gerade steht auch. Aber irgendwie scheint das durch das Geruckel und ewige Ein- und Ausgepacke sich geändert zu haben. Ja, Öl ist halt eine schmierige Sache, ne? Also ich mache das jetzt und dann melde ich mich vom Bike. Ja, jetzt habe ich es gereinigt. Den Schlafsack, ja, muss ich mir dann irgendwann mal angucken, wie das aussieht. Den kann man ja auch waschen, das ist ja nicht so das Problem. Und ich bin vielleicht ein wenig dick angezogen, denn ich habe mich nicht getraut, weniger Layer anzuziehen. Es war heute Nacht halt brutal windig. Und auch der Gastgeber hier hat gesagt, ich habe noch 500 Kilometer Wind, starken Wind, und dann hört es abrupt auf. Ja, es sind noch laut Google 600 Kilometer. Der Gastvater hat gesagt 700 Kilometer. Es kommt halt ein bisschen drauf an, ob man jetzt nur... Ja. Jetzt ist mir warm. Wo muss ich lang? Da lang. Okay, machen wir mal einen Gang rein. Nee, doch nicht. Die
Kiste an. So. Na? So, mach's gut. Du bleibst hier drinnen. Gell? Ciao, ciao. Der ist ein Riesenhund. Bleibst du drin oder draußen? Ne? Ich weiß auch nicht, ob er drin oder draußen bleibt. Der hat mich gestern mal angesprungen, hat er mich fast umgeworfen. Ist ein bisschen, heute ist er chillt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er auf das Moped reagiert. Manche Hunde mögen es nicht so. Ist mir heiß. Was habe ich gestern gemacht? 315. Tschüss. Ach, das ist übrigens ein Vulkan. Seit 200 Jahren inaktiv, hat mir die Gastgeberin erzählt. Und irgendwie letztes Jahr haben sie festgestellt, dass irgendwie Vibrationen zu erkennen sind. Und es ist 30 Kilometer weg. Also wenn der ausbricht, ist hier ein Problem. Ja, mega, oder? Es ist viel zu warm. Ich ziehe jetzt mal den Pullover aus. So, und jetzt habe ich natürlich hier auch angehalten wegen der Wahnsinnskulisse. Schnelles Foto machen. Da unten ist noch ein bisschen Eis im Fluss, aber es ist wirklich warm jetzt. Guckt euch das an. Ich habe Tränen in den Augen vor Freude über das Wetter. Es ist so warm, es ist wirklich, ich habe es vermisst. Es hat jetzt, so schön wie Patagonien ist, aber das mit dem Wetter hat mich gekillt am Ende. Im Sommer ist es bestimmt immer eine andere Geschichte. Klar, da ist es voll mit Touristen. Es hat halt alles immer Vor- und Nachteile. Und ich hatte den goldenen Herbst, der wunderschön war. Aber so die Rückfahrt durch Argentinien, das war schon hart. Ich will es auch nicht schlecht reden, es war überragend, Patagonien, und es ist ein Erlebnis. Ich meine, Patagonien im Winter, wer erlebt es schon? Ich mache es aber nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder da runterfahre, aber im Winter auf keinen Fall. So, hier kommt ja mal ein Schild. Ich wollte nämlich gucken, ob wir noch in Patagonien sind oder nicht. Ja, Region Patagonica. Ist immer noch Patagonien. Wirkt aber nicht so. Ach, jetzt will er hier irgendwas. Die Tankstelle. Was will der jetzt? Hola. Ihr seht's, Region Cuyo. Eben da vorne war noch vor der Brücke, ich drehe mich mal um, war noch Region Patagonien. Da vorne sieht man, wo das Rote ist. Und jetzt habe ich nach 3 Monaten und 5 Tagen Patagonien verlassen. Es war so spektakulär, wie man das erwartet von Patagonien.
und das Wetter war härter.